Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Anke von Smart Pattern und zeige euch in diesem Video, wie ich den Sattel oder auch Passe genannt an die Jeans-Hinterhose annähe und wie ich die Gesäßnaht schließe. In der Videobeschreibung hier unten findet ihr auch den Link zur passenden Bildtextanleitung. Also dann, los geht's! Ich benötige dazu folgende Schnittteile doppelt aus Oberstoff: die Hinterhose und den Sattel. Außerdem Stecknadeln oder Clips und gegebenenfalls einen Hammer und eine Unterlage, um bei starken Materialien die Nahtübergänge flach zu klopfen. Als erstes werde ich die untere Sattelnaht mit der Hinterhose verbinden. Um den Sattel nicht zu verdrehen, achte ich darauf, dass der Zusammensetzknips der Teilungsnaht an der gleichen Position wie bei der Hinterhose sitzt. Nun klappe ich den Sattel rechts auf die Hinterhose und stecke ihn an der Teilungsnaht zusammen. Die Nahtbreite messt bitte in eurem Schnittmuster nach, denn diese kann je nach Modell variieren. Die Naht wird mit einem Gradstich zusammengenäht. An dieser Stelle möchte ich euch empfehlen, die Hose erstmal zur Anprobe vorzubereiten. Das Video habe ich hier oben verlinkt. Nach der Anprobe könnt ihr dann an dieser Stelle hier weitermachen. Die Nahtzugabe versäubere ich mit der Overlock-Maschine. Beim Nähen mit der Overlock hatte ich die Sattelseite nach oben liegen, da ich die Teilungsnaht nach unten legen und übersteppen möchte und damit dann die schöne Overlock-Seite sichtbar ist. In welche Richtung man die Naht übersteppt, nach oben oder unten, ist allerdings Geschmackssache. Nun überbügele ich die Naht nach unten. Dann übersteppe ich sie mit 2 und 8 mm Abstand von der Naht in kontrastfarbigem Garn. Die Hinterhosenteile werden nun rechts aufeinander gelegt und an der Gesäßnaht verbunden. Dazu fixiere ich als erstes den Kreuzungspunkt der Sattelnähte, sodass diese exakt aufeinander liegen. Dann stecke ich den restlichen Teil der Gesäßnaht aufeinander. Die Naht wird nun zusammengesteppt und anschließend mit einer Overlocknaht versäubert. Dabei beginne ich jeweils oben. Die entsprechende Nahtbreite könnt ihr in eurem Schnittmuster nachmessen. Die Nahtzugabe der Gesäßnaht dehne ich in der Kurve durch Bügeln. Dann wird sie zur linken Seite überbügelt, da sie später in diese Richtung übersteppt werden soll. Daher habe ich auch beim Nähen der Overlocknaht oben an der Bundkante begonnen, wobei das rechte Hosenbein zu mir gezeigt hat. Die Stelle, an der sich Sattel und Gesäßnaht kreuzen, ist bei dicken Materialien ziemlich hoch. Daher werde ich diese flach klopfen. Ich lege eine Unterlage unter das Material und decke die Stelle mit einem Reststück des Stoffes ab. Dann schlage ich sie mit einem Hammer flach. Dabei ist es wichtig, die Naht abzudecken, um den Stoff nicht zu beschädigen. Nun übersteppe ich die Naht mit 2 und 8 mm Kantenabstand in kontrastfarbigem Garn auf der linken Hosenseite. Und so sieht die verbundene Hinterhose mit den Sattelnähten aus. Im folgenden Video könnt ihr schauen, wie ich die hinteren Hosentaschen nähe, oder wählt auch gern einen anderen Arbeitsschritt aus der Playlist. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Hinterlasst gern eure Anregungen oder Fragen als Kommentar. Dann vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Mal.